Die 11. Etappe auf dem Jakobsweg Camino de Levante starte ich im Hostal Los Gabrieles in der Autobahnraststätte bei El Trigal. Ich habe heute Nacht wunderbar geschlafen, das Zimmer lag nach hinten, die Autobahn war nicht zu hören und die Matratze war hervorragend. Hinter der Raststätte liegt die rundherum eingezäunte Urbanisation El Trigal. Spanische Urbanisationen sind Wohnanlagen hauptsächlich zur Feriennutzung. Um 6:15 ist es noch dunkel, es soll heute kühl bleiben, von daher müsste ich nicht so früh starten, aber ich bin frühes Aufstehen gewohnt und ich liebe es, in der Morgendämmerung zu laufen. Die Autobahnraststätte liegt etwas abseits des Camino de Levante. Nach einer Viertelstunde bin ich schon wieder auf dem Jakobsweg. Der Camino de Santiago de Levante ist ein 820 Kilometer langer Jakobsweg und führt von Valencia nach Zamora. Die heutige Etappe von El Trigal nach La Roda hat 30 Kilometer. Ich suche mir einen trockenen Weg an den Sprenkelanlagen vorbei. Man rechnet heute wohl nicht mit stärkeren Regenfällen, für mich ein gutes Zeichen. Ich habe in La Roda ein Bett in der Pilgerherberge reserviert. Es sind dort 3 italienische Pilger angemeldet, die den Camino del Sureste laufen. Dieser Jakobsweg startet in Alicante und verläuft streckenweise gemeinsam mit dem Camino de Levante. Auch der Camino del Sureste endet an der Via de la Plata, allerdings 3 Tagesetappen weiter nördlich als der Camino de Levante. Ein totes Kaninchen liegt hier auf dem Weg. Ich schiebe es zur Seite, damit es nicht auch noch überfahren wird. Um 9:30 erreiche ich La Gineta, einen Ort mit 2500 Einwohnern. Es gibt hier eine Gemeindeherberge mit 2 Schlafplätzen. Hier will ich in einem Haushaltswarenladen eine Nähnadel kaufen, um Fußblasen aufzustechen, falls ich welche bekommen sollte. Meine Sicherheitsnadel habe ich vor ein paar Tagen für die Reparatur des Schirms verwendet. Diese Läden sind oft von Asiaten geführt und sie haben ein riesiges Sortiment. Trotzdem kann ich keine Nadel finden. Ich frage an der Kasse, die Verkäuferin wühlt unter dem Kassentisch und zaubert ein Nadelheftchen hervor. Ähnliches ist mir auf einem anderen Jakobsweg passiert. Ich fragte an der Kasse nach einem Einwegrasierer. Die Kassiererin suchte unter der Kasse und fand dann 2 einzelne Rasierer, die sie jedoch nur im Paar verkaufen wollte. Ich glaube inzwischen, dass unter diesen Läden große Lager sind, von denen die gesuchte Ware zur Kasse hochgereicht wird. Der Wind frischt auf und es sieht nach Regen aus. Es ist Zeit für eine kurze Pause. Nach 11 Tagen auf dem Camino de Levante merke ich, dass die Hose langsam weiter wird. Ein angenehmer Nebeneffekt des Pilgerns. Nach einer Viertelstunde ziehe ich weiter, vorbei an der Iglesia de San Martín. Sie ist dem Bischof Martin von Tours gewidmet, unserem St. Martin, also dem von den Laternenumzügen. Kurz nach La Gineta sehe ich vor mir jemanden mit Rucksack. Es ist eine 73-jährige Kanadierin und sie will die gesamten 1200 Kilometer bis Santiago de Compostela laufen. Auf den Jakobswegen nennt sie sich Marie-Louise. Sie möchte ihr 90-Tages-Visum ausnutzen und nach diesem Jakobsweg 2 Wochen in einer Pilgerherberge auf dem Camino Frances als Hospitalera dienen, also die Herberge betreuen.
Der Camino de Levante verläuft nach La Gineta wieder auf Schotterwegen durch die Topfebene La Mancha. Wir laufen die restliche Etappe zusammen. Marie-Louise ist eine humorvolle und interessante Frau und so vergehen die 20 Kilometer bis nach La Roda fast wie im Flug. Marie-Louise übernachtet in La Roda in einem Hotel und ich mache mich auf die Suche nach der Pilgerherberge. Die Adresse ist Calle Mediodía 50. Ich laufe die Straße den aufsteigenden Hausnummern entlang, aber da ist keine Herberge zu finden. Ich rufe den Herbergsvater an und er sagt, die Herberge ist gleich am Anfang der Straße in der Stierkampfarena. Da hätte ich mal besser meinen Pilgerführer aufmerksam gelesen. Der Eingang zur Herberge ist die Puerta de Cuadrillas. Man gelangt in einen Innenhof, wo sich links die Herberge in einem Nebengebäude befindet und rechts ein Zugang zur Arena liegt. Die Herberge hat 2 Räume. Links sind die 3 Italiener untergebracht, die den Camino del Sueste laufen. Ich schlafe im zweiten Zimmer, wo sich auch eine Kochgelegenheit befindet. Hier übernachtet auch Rodrigo, ein Schnellläufer. Er ist 4 Tage nach mir in Valencia gestartet und heute die 40 Kilometer von Albacete durchgelaufen. Wir gehen zusammen ins 300 Meter entfernte Restaurant Flor de la Mancha. Dort gibt es ein gutes Menü del Día. Danach gehen wir ins Stadtzentrum. La Roda ist ein netter Ort mit 15.000 Einwohnern. In der Ortsmitte liegt etwas erhöht auf einem Fels die Iglesia de El Salvador aus dem 16. Jahrhundert, eine für diesen Ort überraschend große Kirche mit wuchtigem und doch elegantem Äußeren und ansprechendem Inneren. Als wir zurück in der Herberge sind, schauen wir uns die Stierkampfarena genauer an. Von oben sieht man die Bereiche, wo die Stiere eingepfercht werden, bevor man sie in die Arena treibt. Bei einer Corrida treten meist 3 Matadore und 6 Stiere auf. Die Zahl der bei den Stierkämpfen getöteten Stiere wird auf jährlich 10.000 geschätzt. In Spanien verfügen manche Arenen über eine Metzgerei, wo die toten Stiere zerlegt werden. Mein Schlafraum ist bis unter die Ecke gefliest. Das Fleisch kann dann in den umliegenden Fleischgeschäften gekauft werden.
Der Erlös dient oft karitativen Zwecken. Meine Unterkunft für morgen ist kaum weniger ungewöhnlich, denn die Gemeindeherberge in Minaya befindet sich in der Sporthalle.